Am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik forschen wir zu Smart Data Ecosystems und entwickeln Konzepte, Lösungen und Technologien dafür. Wir haben ja auch an dieser Stelle schon ein-, zweimal darüber gesprochen, dass Smart Data Ecosystems einen wesentlichen Beitrag leisten für den, ja, wie soll man sagen, vielleicht deutschen oder europäischen Weg ins KI-Zeitalter, der im Vergleich zu bestehenden Lösungen bzw. zu Strategien, die wir andernorts sehen, insbesondere darauf basiert, dass wir KI nicht nur trainieren mit öffentlich verfügbaren Daten, manchmal könnte man auch etwas provokant sagen, crappy data from the public Internet, sondern dass wir letzten Endes hochwertigere Daten, die zum Beispiel innerhalb von Unternehmen gesammelt werden oder die wir als Bürger auch erzeugen, zum Trainieren, zum Feintunen von KI entwickeln. Und das bezeichnen wir eben mit Smart Data Ecosystems. Und ich habe es schon gesagt, natürlich kommt bei diesem Konzept eine ganz besondere Bedeutung zu der Frage, naja, welche Daten nutzen wir denn dafür? Wo liegen diese Daten eigentlich? Wie kommen wir daran? Und nach welchen Spielregeln können diese Daten dann auch genutzt werden? Und um vielleicht ein Beispiel aus dem industriellen Kontext zu nehmen, gerade auch auf der Hannover Messe, die ja letzten Monat stattgefunden hatte, war eigentlich das Thema industrielle KI das Leitthema schlechthin. Und es ist völlig klar, dass wir für diesen Bereich eben nicht auf normale öffentliche Daten zurückgreifen können, sondern wir brauchen hier eben halt Daten, die zum Beispiel in Produktionsprozessen anfallen, die letzten Endes halt auch von Unternehmen bei Produktionsschritten eben gesammelt werden. Ein ganz prominentes Anwendungsfeld ist die Wartung, die Instandhaltung von Maschinen, die typischerweise sehr teuer sind, weil sie Produktionsprozesse automatisieren. Und wir natürlich Modelle der künstlichen Intelligenz einerseits nutzen wollen, um das Wissen zugänglich zu machen, wie überhaupt halt zum Beispiel die Wartung eines Schweißroboters funktioniert, aber letzten Endes halt auch, und das ist ja die Idee bei Smart Data Ecosystems, über agentische KI dafür zu sorgen, dass bestimmte Wartungsaktivitäten selbstständig, automatisch, vielleicht sogar autonom ausgeführt werden. Aber um das zu tun, brauchen wir natürlich ein Modell, ein KI-Modell, was mehr ist als ein Sprachmodell, wie wir es als private Nutzer kennen, sondern es muss eben halt die spezifischen Wissenselemente, was eigentlich beispielsweise bei einem Schweißvorgang in der Autoproduktion passiert, erfassen. Und wir müssen eben halt, auch wenn wir wirklich nicht nur das Wissen erfassen wollen, sondern letzten Endes halt auch automatisch, autonom auch Aktionen in der realen Welt auslösen wollen, zum Beispiel halt die Wartung eines Schweißroboters, dann brauchen wir natürlich eben halt auch ganz klare, detaillierte Datenpunkte über normale Schweißvorgänge, um bei dem Beispiel zu bleiben, aber eben halt auch über solche Vorgänge, wo entweder der Prozess oder das Produkt nicht in Ordnung sind. Weil diese Fehler beispielsweise brauchen wir, um eben halt auch zu lernen, welche Korrelationen bestehen, unter welchen Bedingungen welche Fehler auftreten, um daraus letzten Endes eben halt auch Rückschlüsse zu ziehen. So, und man kann sich vorstellen, dass natürlich die Betriebsmittel, also in dem Fall der Roboter, aber der ganze Prozess nicht darauf ausgelegt ist, Fehler zu machen, aus denen wir toll lernen können, sondern diese Fehler, die entstehen eben halt ganz, ganz selten. Wenn wir dann aber letzten Endes halt ein KI-Modell für die industrielle Anwendung trainieren wollen, dann müssen wir halt schon möglichst viele auch dieser Fehlerdaten halt haben. Und die bekommen wir eben nicht nur aus einer Produktionsstraße, aus einer Fabrik und auch nicht nur aus einem Unternehmen. Wir müssen also letzten Endes halt Daten zusammenführen aus verschiedenen Anwendungsszenarien, um bei dem Beispiel zu bleiben, dieses Schweißroboters, von verschiedenen Unternehmen mit ähnlichen Kontexten, damit wir überhaupt dieses Thema der Data Scarcity, also der Knappheit an Daten, denken Sie an den Fehler, überwinden können. Und dafür müssen wir Daten eben teilen. Naja, aber das haben wir schon häufiger besprochen. Niemand, der Daten erzeugt und diese Daten halt auch bewirtschaftet, was ja wie gesagt auch nicht umsonst ist, sondern da fallen ja Kosten für an, wird diese Daten einfach so zur Verfügung stellen. Sondern es muss klar sein, dass ich das tun kann unter einem gewissen Vertrauensschutz
und eben halt auch insofern unter Wahrung der Datensouveränität, als dass ich, als das Unternehmen, was beispielsweise jetzt diesen Schweißroboter betreibt, sagen kann, wofür, zum Training welcher Modelle, diese Daten halt genutzt werden können. Das ist der eine Grund. Also wir müssen irgendwie Data Scarcity überwinden und gleichzeitig aber, also die Daten nutzbar machen, aber gleichzeitig eben die Interessen der Datengeber wahren. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch diese Daten irgendwie gleichartig beschreiben. Und wenn wir sagen, naja, also ich als Automobilhersteller X habe eben Daten, wenn wir die zusammentun mit dem Automobilhersteller Y, dann haben wir schon mal mehr Daten, auf Basis derer wir lernen können. Dann muss auch klar sein, dass man diese Datenquellen irgendwo gleichartig beschreibt, nicht wahr? Also in einem Datenkatalog und sagt, guck mal, das sind diese Daten, die beschreiben folgendes Verhalten eines Schweißroboters in der automobilen Serienproduktion und. Damit jemand anders, der diese Daten vielleicht benötigt, überhaupt weiß, um welche Daten es geht. Also müssen sie beschreiben. Und der dritte Punkt ist, wenn ich jetzt derjenige bin, der diese Daten beziehen will, zum Beispiel, weil er so ein Modell trainieren will, dann muss ich auch wissen, kann ich mich letzten Endes halt auf die Qualität dieser Daten verlassen, weil auch bei KI gilt dieser alte, bekannte Spruch Garbage in, Garbage out, und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen dramatischer, weil wir dazu tendieren, uns auf KI zu verlassen und nicht mehr hinterfragen, mit welchem Qualitätsniveau die Daten für das Training der KI genutzt wurden. Also wir brauchen auch eine gewisse Verlässlichkeit auf Seiten des Datennutzers in Bezug auf Qualität der Daten, aber letzten Endes halt auch Freiheit von Rechten Dritter. Also kann ich diese Daten überhaupt verwenden? Also das sind 3 Punkte. Also einerseits, wie gesagt, die Knappheit der Daten verbunden mit der Datensouveränität, die vernünftige, interoperable Beschreibung in Datenkatalogen und eben halt auch, sagen wir mal, das Vertrauen, die Rechtssicherheit, Qualität der Daten aus Sicht des Datennutzers, die wir brauchen für Smart Data Ecosystems. Und einige werden es erahnen, wir haben dafür ein Werkzeug gemeinsam entwickelt in den letzten Jahren, nämlich Data Spaces, die genau diese Anforderungen adressieren. Sind Data Spaces ein perfektes Werkzeug? Natürlich nicht. Also die meisten Werkzeuge sind so, dass man sie immer noch verbessern kann, und das gilt hier genauso. Aber es ist eben halt eins der wenigen Werkzeuge, wenn nicht in bestimmten Kontexten sogar das einzige, was wir zurzeit zur Verfügung haben, um halt diesen Anforderungen zu begegnen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die Entwicklung für Data Spaces und die, ja, möchte man sagen, die Verbreitung von Data Spaces, die Standardisierung von Data Spaces, das kommerzielle Angebot von Technologien zu Data Spaces, dass wir das smart verbinden mit den Opportunitäten, die uns industrielle KI halt bietet, weil am Ende, auch das wird nichts Neues sein, KI einerseits und Daten andererseits sind 2 Seiten der gleichen Medaille.